Mit jedem Jahr werden Anime-Titel nicht nur immer verrückter, sondern auch länger und länger. Von daher darf man sich berechtigt die Frage stellen, ob die Länge wichtig ist. Wenn man Mädels fragt, werden einige von ihnen behaupten, dass es unwichtig sei. Aber wir Männer wissen, es geht nur um die Länge. Daher gehe ich heute der Frage auf den Grund, welcher Anime den längsten hat. Das ist gar nicht so einfach herauszufinden, denn einige Animes haben in den Übersetzungen einen abgespeckten Namen spendiert bekommen. Daher beziehe ich mich auf den vollständigen übersetzten Namen, basierend auf dem japanischen Original. Wenn man die Liste an populären Anime-Serien in seinen Kopf durchgeht, wird man sich schnell an langen Titeln wie The Time I Got Reincarnated as a Slime oder Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon oder auch Konosuba, God's Blessing in This Wonderful World erinnern. Doch mit 32, 38 und 41 Zeichen sind diese gerade mal die kürzesten in der nachfolgenden Liste. Das Ranking beginnt mit Serien, die mindestens 50 Zeichen haben. Auf den letzten Platz dieser Auflistung hat es folgender Titel geschafft, dessen Synopsis eigentlich anhand des Namens selbsterklärend ist. I want you to make a disgusted face and show me your underwear. Jeder Mann möchte gern einen Blick auf Unterwäsche erhaschen, aber leider ist das schwer zu erreichen. Sie ist unter mehreren Kleidungsschichten verborgen und wird selten gezeigt und dann nur den vertrauenswürdigsten. Sie gilt als die letzte Grenze und die letzte Barriere zwischen der nackten Haut einer Frau und der Außenwelt. Der Moment, in dem ein Mädel ihre Unterwäsche zeigt, ist der Moment, in dem sie am verletzlichsten ist. Es wäre absurd, einfach danach zu fragen oder etwa doch nicht. Würde man verschiedene Mädchen unverschämt darum bitten, ihre Unterwäsche zu zeigen, würden sie vermutlich mit Verachtung reagieren. Aber wenn man flehend genug bittet, könnte man vielleicht Glück haben und einen kurzen Blick erhaschen. Tja, dieser Anime ist tatsächlich real und was soll ich sagen? Ich kann verstehen, dass Normies Anime-Fans verurteilen, wenn man so etwas auf dem Fernseher flimmern sieht. Ob es diesen Anime wirklich geben musste, sei mal dahingestellt. Originell und einzigartig ist die Serie, zumindest sollten wir es alle hoffen. Der nächste Titel ist für alle unter uns, die einen monotonen und langweiligen Job haben, den sie nur machen, um ihre Anime-Sucht zu finanzieren. Der 51 Zeichen lange Titel lautet wie folgt: I couldn't become a hero, so I reluctantly decided to get a job. Mit dem Traum ein Held zu werden und den Dämonenkönig zu besiegen, tritt Raoul Chaser dem Heldenausbildungsprogramm bei und ja, der heißt wirklich so. Doch als der Dämonenkönig besiegt wird, benötigt niemand mehr Helden, sodass Raoul arbeitslos wird. 2 Jahre später arbeitet Raoul widerwillig in einem kleinen Elektronikladen namens Magic Shop Leon. Obwohl der ehemalige Held in Ausbildung von der Monotonie des Joballtags geplagt ist, ändert sich dies schnell mit dem Auftauchen einer neuen Mitarbeiterin. Pheno Bloodstone ist keine gewöhnliche Dämonin, sondern die Tochter des verstorbenen Dämonenkönigs. Raoul wird die Verantwortung übertragen, diese exzentrische neue Mitarbeiterin einzuarbeiten. Und dabei geht natürlich so einiges schief. Tatsächlich war dieser einer meiner ersten Animes und ist ein wirklich lustiger Reverse Isekai, von denen es mittlerweile kaum noch welche gibt, was wirklich schade ist. Wer The Devil is a Part-Timer liebt, sollte dieser Serie ebenfalls mal eine Chance geben. Deutlich länger mit insgesamt 61 Zeichen schafft es dieser Titel auf die Liste, der erneut in die Kategorie Was ist eigentlich verkehrt mit den Japanern fallen könnte. Mit den selbsterklärenden Namen Shimoneta, A Boring Bird, Where the Concept of Dirty Jokes Doesn't Exist. Mit der Einführung strenger neuen Sittengesetze ist Japan eine Nation geworden, die von allen Optionen und Unrein gesäubert ist. Durch spezielle Geräte, die die Bürger um den Hals tragen, überwachen die Behörden alle und setzen extreme Maßnahmen durch, um die Keuschheit der Gesellschaft sicherzustellen. In dieser Welt der sexuellen Unterdrückung bietet der Protagonist Okuma dem Schülerausschuss seine Hilfe an, um seiner Kindheitsfreundin und Schwarm, der Präsidentin Anna, näher zu kommen. Was er nicht ahnt ist, dass die Vizepräsidentin Ayame ein geheimes Doppelleben führt. Unter dem Namen Blue Snow ist sie eine maskierte Kriminelle, die es sich zum Ziel gesetzt hat, unanständiges Material unter die isolierte Bevölkerung zu bringen. Und Okuma hat ihr Interesse geweckt, da er der Sohn eines berüchtigten Terroristen ist. Schon bald wird Okuma in ihre Terrororganisation aufgenommen, wo er gezwungen wird, obszöne Propaganda zu verbreiten. Das Konzept bietet viel Potenzial und ist in seiner Art einzigartig. Zumindest kenne ich keinen anderen Anime dieser Art und dennoch konnte es mich nicht überzeugen. Die Witze waren mir zu offensichtlich, alles wirkte recht plump und trotz den Möglichkeiten gab es überraschenderweise nicht wirklich edgy Inhalte. Besser genutztes Potenzial hat jedoch nachfolgender Anime. Mit 65 Zeichen wird so langsam wirklich lang, genauso wie die Liste an Problemen, die der Protagonist sich aus folgender Serie zu stellen hat. My mental choices are completely interfering with my school romantic comedy. Für Kanada sollte das Leben als Oberschüler eigentlich normal sein und es wäre es auch gewesen, hätte er nicht den absurdesten Fluch, den man sich vorstellen kann. Absolute Wahl. Ein magisches System präsentiert ihm zufällig mentale Auswahlmöglichkeiten für mögliche Entscheidungen, die er zwangsweise verführen muss. Zum Beispiel laut singen oder einen Ratschlag machen. Natürlich tritt dieser Fluch immer
immer in den unpassendsten Momenten auf. Und seine Optionen resultieren stets in peinlichen Aktionen und lassen natürlich zu wünschen übrig. Eines Tages führt ihn eine unglücklich gewählte Entscheidung auf dem Heimweg dazu, dass ein wunderschönes Mädel vom Himmel stürzt und mit ihr das Versprechen auf noch mehr verhängnisvolle Entscheidungen. Die Idee hinter diesem Anime ist wirklich unterhaltsam und die Probleme, die durch die Zwangswahl von bescheidenen Möglichkeiten entstehen, sind wirklich lustig und zum Fremdschämen komisch. Es ist ein klassischer edgy Harem-Anime der alten Schule mit einem originellen Gimmick, das zumindest mir zugesagt hat. Kaum länger, mit insgesamt 67 Zeichen, ist auch der nächste Anime in der Kategorie Skurril anzusiedeln. Der Name des Isekais lautet Full Dive. The Ultimate Next Gen Full Dive RPG ist even shittier than real life. Vor 10 Jahren auf dem Höhepunkt der VR-MMO-Industrie erschien ein Spiel namens Kiwame Quest mit einem Potenzial wie kein anderes. Das Spiel bot den ultimativen Realismus, von menschenähnlichen NPCs bis zur perfekten Nachbildung aller Sinne und körperlicher Fähigkeit. Doch schon bald stellte sich heraus, dass das Spiel zu realistisch war. Die Beliebtheit von VR-MMOs begann allmählich zu sinken. Nachdem es dem Protagonisten Hiroshi nicht gelingt, sein neues Videospiel zu bekommen, wird er von der bezirkten Verkäuferin überredet, stattdessen Kiwame Quest zu kaufen, damit sie gemeinsam spielen können. Als Hiroshi das Spiel zum ersten Mal spielt, ist er beeindruckt von den gebotenen Realismus. Doch sein Erstaunen hält nicht lange, denn er gerät schnell in eine Reihe von Unglücken, die immer verrückter werden. Anfangs glaubt man, es wäre wirklich nur ein 0815 Isekai-Anime. Aber bereits in der ersten Hälfte der ersten Folge wird schnell klar, dieser Anime ist anders. Um sich anfangs auszutesten, macht der Protagonist Dinge, die man nur in einem Videospiel sich zutrauen würde, weil man im schlimmsten Fall keinerlei Konsequenzen hat, wie damals, als man GTA gespielt hat. Doch in diesem Spiel bleiben die Entscheidungen bestehen und oh du meine Güte, es eskaliert in komplett andere Dimensionen, die ich aus keinem anderen Anime kenne. Aber ich würde dich ungern spoilern, von daher schau doch mal zumindest in der ersten Folge rein, dann wirst du verstehen, worauf ich mich beziehe. Ehe wir zu den Top 3 kommen, offenbare ich dir den Anime mit dem kürzigsten Titel und dieser ist weder Fulikuli, Free oder K-On, sondern besteht nur aus einem einzigen Buchstaben. Diese Errungenschaft teilen sich tatsächlich sogar insgesamt 4 verschiedene Serien. In der Serie K, produziert vom berüchtigten Anime-Studio Gohans, bekannt für Meisterwerke wie Handshakers, erschien die Adaption eines Schülers, verdächtig ähnlich aussieht wie der vermutliche Mörder eines ungelösten Falls. Die Serie F beschäftigt sich hingegen mit einem Dorfjungen und dessen Wunsch, der beste Formel-1-Fahrer zu werden. Ausgestrahlt wurden diese Folgen bereits Ende der 80er und sollten somit den meisten von uns unbekannt sein. In der Serie X geht es um einen auserwählten Esper, der sich für eine von 2 Seiten entscheiden muss und somit das Schicksal der gesamten Welt entscheidet, basierend auf der Manga-Vorlage von der sehr berühmten Manga-Gruppe Clamp. Zu guter Letzt haben wir noch die Anime-Adaption C, in der Leute miteinander kämpfen und als Wetteinsatz ihre finanzielle Zukunft aufs Spiel setzen, basierend auf einer Idee, die dem Autor nach der Finanzkrise kam. In der Top 3 angekommen, knacken wir mittlerweile die 70er-Marke. Mit einem insgesamt 72 Zeichen langen Titel, der aufgrund der strammen Schenkel des jungen Protagonisten auf Social Media ordentlich für Tumult gesorgt hat. I was reincarnated as the Seventh Prince, so I can take my time perfecting my magical ability. In seinem früheren Leben war Prinz Lloyd ein einfacher Bürger, der, so sehr er sich auch für Magie begeisterte und sie studierte, niemals darin geschickt werden konnte. Nun jedoch ist er in einer königlichen Linie wiedergeboren und besitzt einen Körper mit scheinbar endlosem Mana-Vorrat, wodurch sein Wunsch, die Magie in allen Facetten zu beherrschen, endlich wahr wird. Zudem hat Lloyd als 7. Prinz des Königreiches keinen Anspruch auf den Thron, was ihm erlaubt, seine Fähigkeiten frei und ungestört zu entwickeln. Leider beginnen uralte Siegel, die mächtigen Dämonen gefangen hielten, zu zerfallen und lassen die Schrecken in die Welt frei, wodurch der Frieden bedroht wird. Die Geschichte ist belanglos und auch das Charakterdesign ist ebenfalls einfallslos. Aber das Effektfeuerwerk dieses überdrehten Power-Animes ist wirklich auf einem anderen Level. Ständig wird irgendetwas zerstört, ist auch der Prinz völlig overpowered. Wer Lust auf sinnfreie Hirnaus-Action hat, wird sicherlich auf seine Kosten hier kommen. Nicht ganz auf den ersten Platz hat das nachfolgende Titel mit 76 Zeichen geschafft. The story in which I was kidnapped by a young lady's school to be an example of the common people. Kimito ist ein Bürgerlicher mit einem Fetisch für männliche Muskeln. Oder zumindest ist das die Lüge, die er aufrechterhalten muss, wenn er nicht in Schwierigkeiten an der Eliteschule für Mädchen geraten möchte. Kimito wurde von der Schule in der Annahme entführt, dass er Männer bevorzugt und wird zu ihrem bürgerlichen Anschauungsobjekt gemacht, um den Mädchen sowohl mit dem bürgerlichen, also einem Normie, sowie auch Männern vertrauter zu machen, damit ihr später der Übergang in die reale Welt nicht ganz so schockierend ist. Unter Androhung der Kastration hält Kimito die Fassade so gut es geht aufrecht, doch hinter jeder Ecke lauert die Versuchung. Es ist ein typischer Edgy-Anime, wo die Mädels andauernd hinfallen oder aufgrund ihrer Naivität sich nicht ihrer körperlichen Reize bewusst sind. Vor allem, weil der typisch passive Protagonist sich nichts anmerken lassen darf. Diese Sorte Anime muss man einfach lieben, ansonsten wird man nicht warm mit dieser werden und gehört eher zu einem nischenhaften Genre an.
Bevor wir zum längsten Anime-Titel kommen, möchte ich einmal der Frage auf den Grund gehen, wieso es überhaupt diese sehr langen Anime-Titel gibt. Denn als Vorlage für Anime-Adaptionen dienen immer mehr Light Novels. Das sind simpel ausgedrückt kürzere Bücher, in denen gelegentlich auch Zeichnungen enthalten sind. Anders als in Deutschland stehen diese Light Novels nicht gut präsentiert mit ihrem Cover zur Schau gestellt im Fenster, sondern sind eher in einer Bücherei dicht aneinander gestellt, sodass man nicht einmal das Buchcover sehen kann. In der Bücherei gibt es auch keine Bildschirme, auf denen Trailer laufen oder riesige Poster in den Gängen, um anderweitig Aufmerksamkeit zu erlangen. Gerade in Japan herrscht eher Platzmangel. Somit ist es besonders schwer, unter den vielen Neuheiten irgendwie aufzufallen. Ist somit lediglich der Titel der Light Novel auf dem Bücherrücken selbst. Um also potenzielle Käufer zu überzeugen, muss in den Buchtitel alles rein, was relevant ist und Interesse wecken könnte, sodass der Titel wohl eher einer Synopsis ähnelt. Der längste Light Novel Titel ist übrigens 196 Seiten lang und ist somit der gesamte Inhalt der Geschichte selbst. Du siehst, die langen Titel haben einen recht praktischen Hintergrund und somit werden wir auch in Zukunft weiterhin Anime-Serien mit abgefahrenen Titeln erhalten. Kommen wir zum Finale und dem heiß ersehnten ersten Platz und beantworten endlich die entscheidende Frage, welcher Anime denn den längsten hat. Dieser ist mit 100 Zeichen folgender: The Misfit of Demon King Academy. His story strongest Demon King reincarnates and goes to school with his descendants. In der fernen Vergangenheit führte ein Krieg zwischen Menschen und Dämonen zu weitreichendem Chaos und Blutvergießen. Und diesem scheinbar endlosen Konflikt ein Ende zu setzen, opferte Dämonenkönig Arnos Voldigard freiwillig sein Leben in der Hoffnung, in einer friedlichen Zukunft wiedergeboren zu werden. In Erwartung der Rückkehr ihres Königs gründete die Dämonenrasse die Dämonenkönig Akademie, eine Elite-Institution, die dazu bestimmt ist, Arnos Identität nach seiner Wiedererweckung festzustellen. 2 Jahrtausende später wird er tatsächlich wiedergeboren. Doch zu seiner Überraschung muss er feststellen, dass das Magieniveau in der Welt während seiner Abwesenheit drastisch gesunken ist. Als er sich an der Akademie anmeldet, um seinen rechtmäßigen Titel zurückzufordern, stellt er zudem fest, dass sich das Volk der Dämonen anders an ihn erinnert. Seine Persönlichkeit, seine Taten und sogar sein Vermächtnis wurden verfälscht und sind nun unter den Namen eines Betrügers verborgen. Unbeeindruckt von diesen Rückschlägen beschließt Arnos, die Wahrheit über jene aufzudecken, die seine glorreiche Vergangenheit verdreht haben. Entschlossen lässt er nichts unversucht, um seinen Nachkommen klarzumachen, dass der Herrscher endlich zurückgekehrt ist. Diese Serie hat nicht nur den längsten Titel, sondern gehört auch zu den besseren im Genre der overpowered Protagonisten. Alleine der Anfang mit ihm als sprechendes Baby ist einfach amüsant. Darling, look. Our baby's waking up. Yeah. Right. We're gonna name you... Arnos Voldigard. Leider fällt die Serie im Verlauf der Handlung deutlich ab. Und bevor jemand in den Kommentaren über den Platz 1 meckert, bei dem Titel handelt es sich um die Übersetzung der japanischen Variante inklusive dem Untertitel. In der Anime-Variante des Westens wurde diese abgekürzt, vermutlich weil er sonst nicht auf der Website von Crunchyroll gepasst hätte. Man kann also debattieren, ob es der offiziell längste Anime-Titel ist oder diese Krone nicht stattdessen doch an Platz 3 gehen müsste, denn dieser ist auch auf Crunchyroll genauso lang. Für ein unterhaltsames YouTube-Video sollte es dennoch ausgereicht haben. Und wenn du dachtest, der Titel ist bereits sehr lang, haben die Schöpfer davon noch einen draufgelegt, denn die Fortsetzung musste aufgrund von Produktionsproblemen zwischenzeitlich stoppen, wodurch der Zusatz Staffel 2 Part 2 noch ergänzend dazu kam und dem Ganzen weitere 13 Zeichen spendierte. Nicht nur der Titel war lang, sondern auch dieses Video. Wenn du dennoch nicht genug hast, dann schau doch gerne mal in diese Videovorschläge von mir rein. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis bald.